Liebe Freunde, was ist Bruno Gröning für uns und was sind wir für ihn? Es widerstrebt mir, auch nur ein Wort zu sagen nach dieser wundervollen, geheiligten und gesegneten Musik, die wir eben hören durften. Und doch habe ich den aufrichtigen Wunsch, Ihnen einige Worte zu sagen. Was ist Bruno Gröning für uns? Ein Schwätzer, ein Scharlatan, ein Angeber, sagen Sie gar nichts? Ein Aufwiegler der Massen, ein Verführer. Sonst noch irgendetwas? Hat jemand alte Zeitungen da? Sonst fahren Sie nach Plochingen und sehen Sie sich mal den Haufen an, der 1 Meter hoch gestapelt liegt, mit diesem Dreck und Schmutz. Mir fehlen die Ausdrücke dafür. Aber ich will Ihnen sagen, was Bruno Gröning für uns ist. Und selbst auf die Gefahr hin, dass ich einige noch langweilen muss, möchte ich mein kleines Beispiel Ihnen vorbringen. Ich erwähne immer mein Beispiel zuerst. Ich könnte viele Beispiele geben. Ich will es kurz machen. Ich habe dies und jenes versucht, jene Pille geschluckt, jenes Mittelchen genommen und dies und das, wie viele von Ihnen auch. Nichts Neues. Es half nichts. X Ärzte, X Homöopathen abgeklappert. Resultat gleich 0. Aber das ließ sich nicht mehr operieren bei mir. Das Organ lässt sich nämlich nicht operieren. Und eines Tages entdeckte ich in dem Zeitungsmeer der Berliner Schmutzblätter ein vernünftiges Blatt, wie mir schien. Das Neue Blatt. Dr. Horst Mann gab einen Tatsachenbericht über Bruno Gröning. Das las ich mir durch. Ein wenig skeptisch, aber immerhin. Das schien das Richtige zu sein. Das Gefühl, die innere Stimme sagte mir, den Dingen musst du nachgehen. Und zwar jetzt sofort. Ich rief Plochingen an, das Büro, und erfuhr, dass ich ihn hier hören könne in Springe. Und ich fuhr hierher nach Springe. Das ist etwas über ein Jahr her. 5.7.1957. Da ist der Pforte. Ein Vortrag, 4 bis 5 Stunden, vor 400 Menschen. Und die erste Sekunde dieses Vortrags, die erste Sekunde, eine göttliche Ruhe erfüllte mich, wie ich sie viele Jahre nicht mehr in mir fühlen durfte. Tja, liebe Freunde, Einbildung, Suggestion, Hypnose. In der Pause dieses Vortrags wurde er bestürmt, unser ärmster Freund. Auch noch in der Pause, in den 5 Minuten, in denen er gerne mal frische Luft schnappen wollte und Ruhe haben wollte. Und natürlich auch ich. Dummheit. Und doch Fügung. Ich frug, wie ist es denn in Berlin mit einer Gemeinschaft? Lieber Freund, kommen Sie morgen früh dort und dorthin um 8 Uhr, können wir uns darüber unterhalten, nicht jetzt. Ich erschien und wir waren mehrere Stunden zusammen. Wir sprachen über vieles. Ich hörte vieles. Und wir verabredeten uns, in 3 Tagen uns in Schleswig-Holstein in einem kleinen Dorf in der Nähe von Schleswig wiederzutreffen. Auch dort fuhr ich hin, erst nach Berlin zurück und holte meine Mutter. Hoffentlich werde ich nicht zu ausführlich, wenn ich Ihnen jetzt ein ganz kleines Beispiel gebe. Als ich abfuhr aus Springe nach Berlin, sagte er mir, fahren Sie aber nicht so schnell mit Ihrem kleinen Goggomobilchen. Nicht mehr als 70, 80. Und sehen Sie nicht dauernd zur Uhr. Wir haben ja Zeit. Als ich von Berlin nach Schleswig-Holstein fuhr, habe ich diesen Rat nicht mehr in mir gehört, nicht behalten, sondern fuhr zu schnell. Über 100. Es war sehr heiß, die Kolben brannten fest, wie das mal vorkommen kann.
Ich hatte also nicht gehört und hatte nun den Schaden. Ich musste 1,5 Stunden etwa warten, ihn abkühlen lassen und konnte dann langsam weiterfahren. Und als ich nach Schleswig-Holstein kam, nach Fahrdorf bei Schleswig, da stand jemand in der Tür und wartete auf mich, obwohl kein Termin angegeben worden war. Und als ich ihm sagte, das und das ist mir geschehen. Ja, lieber Freund, warum hören Sie denn nicht auf mich? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen nicht so schnell fahren. Und dann hörte ich den zweiten Vortrag dort in dem kleinen Nest bei Schleswig. Dann empfing ich den Strom. Warum empfing ich ihn? Warum hatte ich plötzlich diese warmen und kalten Wellen, die mir durch den Körper rieselten? Warum fühlte ich mich plötzlich wohl? Warum fühlte ich plötzlich, dass dort in diesem Organ, das einst mal von einem Übel behaftet war, etwas angriff, etwas arbeitete, nämlich das Gute, das das Böse zur Auflösung brachte? Warum all das? Suggestion, Hypnose, Einbildung? Sie wissen es selbst, liebe Freunde. Ich öffnete mein Herz und meine Seele und empfing die göttliche Wahrheit durch unseren Freund. Und das hatte zur Wirkung, dass das Göttliche in mich einziehen konnte, nicht anders. Und noch ein kleines Beispiel am Rande. Durch dieses Organ, in dem jetzt etwas arbeitete, die Regulierung, die Umstellung, hatte ich den Wunsch, und meiner Mutter ging es ähnlich, wenigstens einen Bonbon lutschen zu können, damit im Mund ein guter Geschmack bleibt. Wir hatten den großen Wunsch, und sei es nur ein kleines Stückchen Schokolade oder irgendetwas. Und nach Schluss des Vortrags gingen wir in das Häuschen, in dem unser Freund Bruno dort den Tag wohnte. Und wer saß in seinem Auto vor der Haustür und bot uns eine Weintraube an? Unser Freund Bruno. Ach, möchten Sie nicht eine Weintraube probieren? Meine Mutter und ich sahen uns nur an und sagten gar nichts weiter. Und am nächsten Abend erlebte ich dann den dritten Vortrag in Rendsburg. Da gab es keine Regulierung mehr in mir, da war alles weg. Und es blieb auch weg. Was ist Bruno Gröning für uns? Liebe Freunde, ihr wisst es alle. Wir können es uns nur nicht oft genug vor Augen halten, was er für uns ist. Er ist nichts anderes als der Übermittler der göttlichen Wahrheit, die uns alle erfüllen möge, durch die wir alle das Heil erfahren mögen. Und was sind wir für ihn? Manchmal kleine Dummköpfe, die irgendetwas daher plappern und unseren großen Freund in Gefahr bringen dabei. Er hat mir die Hand aufgelegt. Er hat Heile gemacht. Quatsch. Bezeugen wir doch die Wahrheit. Seien wir doch Bekenner der Wahrheit. Bekenner des göttlichen Wortes, das uns hier gegeben wird, durch das wir uns aufschließen und das Gute empfangen. Unmittelbar empfangen wir das Gute durch das Aufschließen des Herzens und der Seele. Seien wir also seine Freunde und Helfer. Wenn wir uns Freunde nennen, müssen wir auch Helfer sein. Und endlich das bekennen. Und zwar nichts als die reine Wahrheit. Ich sagte es gestern oder vorgestern schon einmal. Vor 2000 Jahren war jemand da, der sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser unser Freund ist sein Jünger. Diese Worte, die wir hier empfangen, die sind für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was ist Wahrheit? Ich sagte es auch, Gott. Auch Leben ist Gott. Gott ist alles und in allem und durch alles. Gott ist die ewige Liebe.
und er reicht uns seine liebevolle Hand durch seinen gesegneten Freund Bruno Gröning. Empfangen wir sie und lassen sie nie wieder los. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Amen.